Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zum Wochenstart. Bevor ich loslege, heute Mittag könnt ihr das Neumond-Reading sehen. Und jetzt gucken wir uns die besten Tendenzen fürs Kollektiv für die Woche an. Jo. Wunscherfüllung und Sonne in der Mitte. Was wollen wir mehr? Hier haben wir schon mal die besten beruflichen Qualitäten, die man überhaupt haben kann. Also alle Dinge, die mit dem Beruf der Arbeit zu tun haben. Vielleicht auch neue berufliche Ziele. Für alle, die nicht arbeiten, ist es das, an dem ihr arbeitet. Neubeginne, alle Themen, die mit Kindern zu tun haben. Kann auch sein, dass man hier auf der kleineren Ebene etwas Berufliches umstrukturiert, was hier sehr gute Qualität mitbringt. Es ist hier so, dass man das, was hier im Kleineren liegt, das trägt man schon eine Weile im Unterbewusstsein mit rum, ne? Also das ist nichts, was man plötzlich so eine Idee hat, sondern das ist schon in einem. Sehr schön. Hier geht es tatsächlich um Verträge, Aufträge, alles, was mit dem Beruf zu tun hat, Entscheidungen für einen Weg, vielleicht auch Revidieren eines Weges aus der Vergangenheit. Und es geht um Neubeginne in Beziehungen. Es geht aber auch darum, ein Fundament, das man sich bereits erarbeitet hat, stabiler wahrzunehmen, verbindlicher. In unserem eigenen Haus liegt das Gegenüber drin. Das kann jetzt sein, dass es ein Thema vom Gegenüber ist. Wenn du Single bist, hast du hier natürlich gute Chancen, einen Menschen kennenzulernen, einen Weggefährten. Oder aber geht es auch darum, wie viel investieren wir in eine Sache, ne? Für viele wird es hier möglich sein, eine herausfordernde Situation, die im Bereich des Berufs, der Beziehungen, der Vertraglichkeiten ist, zu minimieren. Gleichzeitig hat man hier vielleicht die Befürchtung, dass man mit allen seinen Themen wieder neue Herausforderungen in Bewegung bringt, aber das tut man ja eigentlich immer. Ja, wir brauchen noch eine letzte Karte, bitte. Ja, und jetzt die Störche noch dazu. Wir können hier eine Emotion, die schwer gewogen hat oder die auch echt an uns genagt hat, emotional beenden. Wir kommen irgendwie über so einen bestimmten Punkt drüber. Auf jeden Fall ist es sehr bewegt. Möglicherweise darf der ein oder andere, um etwas aufzulösen, nochmal ein Thema auch angucken, das ihm gespiegelt wird. Das ist hier eine super Energie für die Woche.
Gerade auch für alle die irgendwie sich lang nicht so richtig gehalten gefühlt haben oder die keine Stabilität hatten. Und es ist so eine Energie, da kann man Dinge aus der Vergangenheit revidieren oder, ich sage mal, in eine andere Richtung drehen. Wow, die Schatztruhe. Die Karte ziehe ich immer, wenn es auch ein bisschen um die Materie geht, um materielle Dinge. Natürlich kann das über den Beruf hier sein oder auch emotional über Verbindungen, Beziehungen. Wer schon länger bei mir guckt, diese Karte, die kommt ja auch für mich äußerst selten durch in dem ganzen Deck. Also immer wenn ich es benutze, ist die Wahrscheinlichkeit von 100 Mal vielleicht einmal, wenn überhaupt. So, was kriegen wir noch? Zeit für Erholung. Vielleicht minimiert sich auch so eine Energie, wo man hohen Aufwand betrieben hat oder wo man tatsächlich aus einer Zeit des Mangels rauskam. Unterm Deck haben wir noch die göttliche Magie. Also hier ist auch das oben mit im Spiel. Haben wir hier auch die Schicksalskarte. Ne? Was möchte die Seele uns noch mitgeben? Nutze deine Zeit. Kleine Auszeit, das doppelt sich. Ne? Hier hat man vielleicht schon einiges jetzt so geleistet und es ist Zeit dafür, sich rauszunehmen. Ein kleiner Tapetenwechsel, der wie ein Wunder wirkt. Und tatsächlich auch, dass wir unsere Zeit so nutzen, dass wir nicht in der Vergangenheit rumhängen, sondern im Moment sind. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, deshalb das Beste aus jedem Tag auch machen. Gut, dann nehme ich noch von meinen Karten ein kleiner Impuls für uns, für die Woche. Ich muss immer selber über meine Karten lachen. Also hier steht jetzt drauf, manchmal zeigt die Waage an, wenn es im Innern schwer wurde. Sprich, man hat Ballast aufgeladen körperlich und vielleicht ist es auch ein Moment in der Woche, wo wir diesen Ballast ablegen können, wo sich etwas wieder erholt, wo alles leichter wird. Und ich würde sagen, damit lassen wir das mal so stehen. Heute Mittag, 15 Uhr, kommt das Neumond-Orakel. Ich bin gespannt, was wir rauskriegen. Ich habe es noch nicht gedreht. Für alle anderen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis heute Mittag.